Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ja, ich habe hier noch das andere Bild von The One with the Diamond Art. Einmal noch komplett verpackt. So kommt das Bild bei dir sozusagen an. Ja, also einmal kompletter Schutz drum. Ja. Also da kann wirklich nichts passieren. Ich hole es mal raus. Die Folie hier, die ist auch doppelt drumherum. Also das ist schon gut verpackt und bis jetzt hatte ich da auch noch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Ja gut, es war mal eingedellt, aber mehr war da auch noch nicht. Ja. So. Hier ist das gute Stück. Das ist das andere Bild, mit dem ich noch ein bisschen liebäugle, ob ich das nicht im Herbst painte. Das ist einmal der Karton. Du siehst, also passt alles. Der Karton ist komplett in Ordnung. Und dann kommen hier auch schon die Sachen entgegen. Die Leinwand ist nochmal, also ist ohne Schutz sozusagen hier drin, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, weil du hast ja gesehen, der Karton ist ja nochmal sicher verpackt. Ja. So, dann haben wir hier einmal nochmal die Karte von ihnen. Einmal die Steinchen. Einmal das Toolkit und einmal das Bild. Ich rolle das jetzt gerade mal verkehrt herum aus, damit sich das ein bisschen auslegen kann. Und dann schauen wir uns einfach zuerst das Toolkit an, dass das schon mal gemacht ist. So. Das Toolkit kommt in einem schönen Organza-Säckchen mit einem Schiffchen, einem weißen. Na komm. Einer Pinzette. Dann haben wir einen milchigen Glitzerstift mit einem Einzelsetzer sowie 3 Mehrfachsetzer, ein Fingerschutz für den Stift, der wunderbar drauf geht, ein Döschen mit Wachs, da sind 3 Plättchen drin oder 2, da sind nur 2 drin. Bei meinem letzten waren 3 drin. Bei dem Wachs denkt bitte auch dran, dass du da diese Schutzfolie hier abziehst, bevor du mit deiner Spitze des Stiftes einstichst und den Wachs aufnimmst. Und einmal Washi Tape. Sehr, sehr schön. Ja, das ist alles hier in dem Toolkit mit drin. Das bekommt man immer dazu, also das kann man nicht abwählen, das ist immer mit dabei. So, drehen wir mal das Bild um. Das Bild ist 60 x 60 und ist mit eckigen Steinchen und jetzt muss ich kurz
noch mal schauen. Es hat diese Pearlescent Shimmer Steinchen. Die Fairy Dust Steinchen sind das bei uns mit drin. Hier oben ist die Bildnummer und hier steht dann einmal dabei, es sind Square und Pearlescent Dust. Ja, Steinchen. Das hier ist die Bildnummer und das hier ist die Größe. Und wie gesagt, diese Pearlescent Dust Steinchen, das sind die Fairy Dust Steinchen. Ich glaube auch auf der Webseite heißen sie Pearlescent Shimmer Steinchen. Ja, das ist das Bild. Das ist ein Künstlerbild von der Künstlerin Finira. Das ist die Warden Witch. Und ja, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die kam raus und hatte ich dann auch relativ zügig mir gekauft. Da gibt es auch noch andere Hexen sozusagen. Einmal mit einem V, ganz toll. Der Tiger ist auch super schön. Und es ist noch eine, es sind 4 Stück gewesen. Ja, aber mir hat sie jetzt am besten gefallen. Aber gut, ich mag auch Füchse sehr gerne, von daher ist mir die Auswahl da nicht schwer gefallen. Ja, auf der Leinwand ist wieder von oben The One with the Diamond Art. Es ist ein abgesteppter Rand hier, ein welliger, wirklich schön. Es ist einmal die Bildnummer hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite haben wir ein kleines Vorschaubild sowie diese Colorliste. Das ist unsere Legende, einmal mit laufender Nummer, dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer. Klebkraft ist super, auch der Druck ist toll. Da kann man jetzt wirklich nichts sagen. Es ist ein leichtes Raster drumherum, damit man die Steinchen halt gerade legt. Es ist ein leichter Klebrand über die Leinwand sozusagen. Aber die kann man ja sich mit Washi-Tape oder was auch immer wegmachen. Und dann ist das auch kein Abbruch. Also ich klebe mir das immer ab, weil ich das nicht mag, wenn ich dann hängen bleibe mit meinem Arm. Ja, genau. Die Legende, die wir einmal auf der rechten Seite haben, die findest du auch auf der linken Seite komplett. Und unten an der Leinwand sind sozusagen unsere Bilddaten. Wir haben den Namen des Bildes, die Warden Witch, und die Künstlerin Finira. Es sind quadratische Steinchen und 60 x 60 von der Firma The One with the Diamond Art. Und wir haben 1, 2, 3 Mal den Pearlescent Shimmer drin. Auf der rechten Seite ist dann noch sozusagen die Internetseite sowie die Social Media Kanäle. Ja, sehr schön. Genau. Und ich finde auch hier das Bild, finde ich sehr, sehr schön für den Herbst. Deswegen weiß ich jetzt nicht, welches ich da anfangen soll. Ob das vorherige oder dieses. Da bin ich mir echt noch unsicher. Ich meine, die Farbanzahl ist gleich. Wir haben 49 Farben. Und ja, hier die Farbpalette ist natürlich ein bisschen bunter. Nicht so gedeckt, ein bisschen bunter. Ich hole gerade mal die Legende raus und die Steinchen. Und irgendwo hier waren, glaube ich, auch die 3 Stück. Ich dachte jetzt gerade, dass die Steinchen sortiert sind, aber
Die haben sich ein bisschen auseinandergeschoben, wahrscheinlich beim Verpacken. Also die Sachen, wo hier so hochgerutscht sind, die gehören eigentlich weiter runter. Aber sonst werden sie im Ganzen sortiert. Genau. Von der hellen Farbe, wow, haben wir 66, fast 67 Gramm. Das finde ich auch immer ganz schön. Ihr habt hier die DMC-Nummer und einmal die Grammzahl auf den Zipptütchen, damit man das nicht verwechselt. So, ich lege die jetzt gerade mal rüber, damit das Gepruspel aufhört. So, das sind unsere Steinchen und hier ist einmal die Papierlegende. Da steht nochmal die Bildnummer drauf, ein Vorschaubild ist dabei und einmal die Legende. Genau. Ja, so ist es. Dann schauen wir mal, wo unsere Steinchen liegen. Wir haben einmal blau, grün und hellblau. Ich hole jetzt gerade mal noch das Schiffchen. Zeige ich dir gerade noch mal. Sehr, sehr schön. Also, die sind auch klasse. Die haben hier so einen bläulichen Schimmer mit drauf. Das finde ich immer schön, wenn das abgestimmt ist auf die Farbe und nicht einfach, ja, alles hier so ein bisschen einheitlich ist. Wobei die anderen Steine auch sehr, sehr schön immer aussehen. Aber das mag ich hier bei der Firma. Das ist sozusagen der Farbe dann angepasst, der Schimmer auf den Steinchen. Ja. Hier bei dem Grün ist so ein Silbergrün Glitzer drauf zum Beispiel. Na, komm. Und du siehst, die Steine liegen wirklich toll im Schiffchen drin. Klasse. Schön, das ist eine Freude, das zu sehen. Genau. So, ich schütte es gerade noch mal zurück und dann schauen wir zusammen, wo die Steinchen einmal liegen. Ich würde sagen, wir starten mit der 820. Die 820 ist dieses Zeichen. Und den haben wir ja so vereinzelt. Einmal hier unten im Kleid ein bisschen drin. Ich gehe mal davon aus, dass wir das hier am Hut auch haben. Schauen wir doch mal. Also hier unten am Kleid ist es. Ich muss ein bisschen gucken, weil ich musste Licht anmachen, weil draußen ist es nicht so hell heute. Und deswegen spiegelt das so ein bisschen von der Folie her. Einmal hier im Hut ist es vertreten. Dort auch nochmal. Aber am meisten, wie gesagt, im Hut. Im Fuchs sehe ich jetzt, ah ja doch, also so ganz einzelne Steinchen sind hier auch am Fuchs mit drin, am Ohr. Aber wirklich nur so ein paar Steinchen. Schön. Dann haben wir die 904. Das ist unser Sperrschild. Das ist auch einmal hier unten. Und ich denke mal oben im Schmuck vom Hut wahrscheinlich. Also da.
Es spiegelt so. Hier haben wir es. Dann hier bei den Blumen ist es auch so einzeln vertreten. Ja, und so einzeln so hier im Hut verteilt. Sehr, sehr schön. Also die Leinwand hier ist richtig schön geschmeidig, also wow, ganz, ganz weich irgendwie. Dann haben wir die 3841. Das ist so ein ganz zartes, schönes Blau. Und der war ja ein bisschen weiter oben. Das ist einmal dieses Zeichen. Und der ist hier einmal, hier am Hut auch und hier, also im Hintergrund sozusagen. Nicht im Hut, sondern hier geht ja der Hut vorbei und das ist einmal hier verteilt im Hintergrund. Dort so ein bisschen. Ja. Es sind ja auch nicht so viele Steinchen, also es ist immer nur so ein bisschen vertreten. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, denn da ist auch dieses C mit dabei und wenn man das vielleicht auf den Kopf dreht, könnte es passieren, dass man sich das vertauscht. Aber das ist ja der Strich noch bei dem anderen Symbol mit dabei hier. Ich denke mal, das ist gut machbar. Genau. Hier im Hut ist es auch noch mal so ein bisschen verteilt. Sehr schön. Also dieses Mal sind die Spezialsteinchen eher so ein bisschen in den Hintergrund mit reingewandert, an den Hut und am Kleid sowie an den Blumen. Und ja, ich finde das mal eine schöne Abwechslung, dass das Hauptmotiv sozusagen mal ein bisschen freier ist. Genau, ja. Die Folie hier ist ein wenig fester, also die ist nicht so kruspelig. Sie ist auch geteilt hier in der Mitte. Also man hat hier zwei Folien. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Das ist eine Sache, die mir ganz gut gefällt, weil dann kann man erst den einen Teil bearbeiten und hat nicht immer so eine mega Folie, die man sich da zurecht machen muss. Oder man tauscht die Folie aus, also wie man möchte. Aber wie gesagt, diese Folie hier, die ist schön. Ja, und jetzt weiß ich nicht so genau, mit welchem Bild ich im Herbst, welches ich da machen soll. Ob dieses oder jenes. Also ein Bildchen wird es auf alle Fälle sein. Mal schauen, worauf ich Lust habe. Ihr könntet ja mal auch eine Tendenz abgeben, welches Bild ihr eher sehen wollt. Und dann ja, kann man sich das ja zusammen überlegen sozusagen. Ich würde mich natürlich freuen. Ja, schreib mir gerne, wie dir das Video gefallen hat und wie dir das Bild gefällt. Vielleicht hast du ja ein Bildchen aus dieser Reihe mit der Hexe und den Tieren. Kannst du mir gerne aufschreiben. In diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleib gesund, mach's gut, tschüss.